MineIO ist ein europäisches Projekt, finanziert von der Europäischen Union. Unser Teilprojekt am Institut für Bergbau und Spezialtiefbau im Projekt MineIO ist hier am Biohydrometeorologischen Zentrum untergebracht. Das ist unsere Pilotanlage. Was wir hier haben, ist ein Explorationsbohrgerät der Firma Sandvik. Und dieses haben wir mit verschiedenen Sensoren ausgestattet. Wenn wir hier vorne auf die Vorderseite schauen, können wir zum Beispiel die Bohrlochlänge bestimmen. Und wir wissen jederzeit, wo unsere Bohrkrone sich im Loch befindet. Wir haben hier Rotationssensoren angebracht, um die Rotationsgeschwindigkeit zu messen, und Vibrationssensoren, um Vibrationen und Schwingungen des Bohrgeräts aufnehmen zu können. Als große Unterstützung des Bohrhauers dient die Digitalisierungsschnittstelle, die hier auf der linken Seite dargestellt ist. Das bedeutet, alle Daten, die hier digital erfasst werden, werden dem Bohrhauer in Echtzeit zur Verfügung gestellt. Auf diesem PC, auf diesem Bildschirm, sind die aktuellen Werte dargestellt. Das bedeutet, wir haben hier aktuell dargestellt, an welcher Position sich das Bohrgerät, der Bohrkopf befindet. Und wir haben die Bohrlochlänge und natürlich auch die Penetration Rate, die Geschwindigkeit, mit der das Bohrloch gebohrt wird. Die anderen Messdaten sind die Rotationsgeschwindigkeit, die verschiedenen Drücke, Vibrationen und ebenfalls die Spülwasserüberwachung. Also der Trend zur Digitalisierung, wir nennen das Industrie 4.0, ist nicht nur auf sonstige Industrien über Tage angelegt, sondern auch unter Tage. Wir nennen das bei uns Digital Mine 4.0. Das ist ähnlich wie zur Industrie über Tage. Wir haben ganz verschiedene Industriezweige unter Tage. Es gibt verschiedenste Perspektiven, wie der Bergbau der Zukunft aussehen kann. Aktuell ist noch sehr von Menschen betrieben, aber seit über 20 Jahren gibt es Technologien untertägig, wo die Fahrzeuge, wo die Lader autonom von über Tage gesteuert werden. Wir versuchen aktuell die Bergleute, die Hauer, die unter Tage arbeiten, zu unterstützen und mit Digitalisierungen zu unterstützen, Sicherheit zu vergrößern und auch die Effizienz zu steigern. Und ein digitaler Zwilling ist immer ein Modell, der die Realität nachbildet. Wir haben hier bei uns im Bergwerk verschiedene digitale Zwillinge, die angewendet werden und erforscht werden. Das kann man mit Messdaten machen, mit vorausschauenden KI-Algorithmen, die Voraussagen treffen, was in der Zukunft im Bergwerk passiert. Direkt die Automatisierung des Bohrgeräts ist sehr schwierig. In erster Linie geht es darum, die Daten zu erfassen. Und dem Bohrhauer zur Verfügung zu stellen, damit der effizienter arbeiten kann. Es geht noch nicht in dem Fall darum, das Gerät zu automatisieren. Aber diese Technologie mit dem Bohrgerät und mit der Exploration kann natürlich für jedes Bergwerk angewendet werden. Und es gibt an sich keine Technologiegrenzen. Wir haben Projektpartner, die im Salz arbeiten, im deutschen Raum. Und die nutzen diese Technologie im Salz und möchten genau das machen, was wir tun. Digitalisierung, während des Bohrens erfassen, was bohre ich für Salz. Das ist Industrie nachgefragt. Wir wollen es in die Industrie überführen, um mit diesem Projekt den ersten Anschluss dazu geben.